Hallo ihr Lieben, heute kommt wieder eine Vorstellung aus der Rubrik Schätze aus dem Bücherschrank. Und zwar habe ich dieses Buch aus dem Bücherschrank, das ist gewaltig groß, das ist also bestimmt 35 Zentimeter lang. Vetter Franz auf dem Esel. Heitere Bilderbogen auf Schwarz und Weiß. So, das sieht schon vom Cover her sehr interessant aus. Und wenn man da reinguckt, hier schon auch mit Scherenschnitten und so. Guck mal hier vom Eulenspiegel Verlag in Berlin, herausgegeben von Werner Hirte, ne? Nur so für die Basics. Und da sind wahnsinnig schöne Bilder drin. Alleine das hier, ne? Das ist doch so lustig. Also da geht's los mit Scherenschnitten. Da könnte man jetzt zum Beispiel jeden einzelnen irgendwie so benutzen als Fokuspunkt, ne? Oder irgendwie mit auf so ein Tag drauf oder sowas, vielleicht auch in den Hintergrund. Oder man könnte auch so eine ganze Reihe nehmen als Bellyband, ne? Oder so ein Stück so als Tasche gestalten, auf Pappe aufkleben. Also da kommen einem gleich irgendwie 1000 Ideen, wenn man das sieht. Hier zum Beispiel. Also total schön. Und wie viele, ne? Guck mal, das sind 3 mal 5, das sind schon 15 pro Seite. Also der Hammer. Auch in verschiedenen Größen. Hier sind jetzt größere. Einfach toll. So, dann, hier so kommt zirkusmäßig was, hier auch mit Elefanten und so. Total schön, da könnte man auch was für Kinder machen. Hier der Zauberer. Also ich wollte jetzt nicht das ganze Buch mit euch durchblättern, ich wollte nur zeigen, was es so grundsätzlich für Sachen gibt. Also hier vorne, die Rubrik ist mit so Scherenschnitten. Dann geht's los, kleine Töpfchen laufen gern über. Ja, hier ist es doch auch toll, oder? Ist das nicht schön? Hier. So, dann geht es weiter mit Runden. Naja, also auf jeden Fall total lustige Dinger. Sprichwörter. So, Sprichwörter für Kinder. Also total schön. Also man muss ja jetzt nicht sich die ganze Seite vorstellen. Man stellt sich ja jetzt so eins vor, ne? Kann man ja auch noch ein bisschen kolorieren, wenn man möchte. Wirklich schön. So, dann geht es hier weiter. Redensarten. Ich blätter gerade doch das ganze Buch durch, ne? So, scherzhafte Glücksziehkarten zur Belustigung. Das ist doch auch der Gag, ne? Könnte man hier sich quasi ausschneiden, so auf Pappe kleben oder auf alte Spielkarten. Naja, so. Dann hier sind Blumensprache. Das ist doch auch schön. Rittersporn. Oh, die deutsche Treue ist nicht mehr. Ja, also das sind zur Info diese Bilderbogen, die sind natürlich schon sehr, sehr alt, ne? Also entsprechend, ja, ist das aus heutiger Sicht in gewisser Weise manchmal schon überholt, ne, was hier drin steht. Ja, Emil lässt das Pussieren sein, das ist doch aus. Also ich find dieses Buch einfach total toll. Und wie viele, ne? Wie gesagt, 3 mal 5, 15 pro Seite. Also nicht immer, manche sind ja hier noch mehr. Hier Hirsch. Hier kommt so ein Bilderbogenalphabet, auch total schön. Hier die Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen. Eine lustige Gesellschaft, hier irgendwie die kuriosesten Typen. Hier, ja. Also ein wahnsinniger Fundus, ne? Und was man da alles mitmachen kann. Die Launen des Glücks. Hier auch wieder ganz anders. Handwerker. Hier haben auch manchmal einfach so Stiche dabei. Zoologischer Garten, das ist doch auch toll. Es war mal eine kleine Mann. Das sieht aus wie Wilhelm Busch. Klar, das ist Wilhelm Busch, hundertprozentig. Hier sind Zwerge, auch total süß. So, dann nehmen wir jetzt einfach mal ein paar Seiten raus. Also am besten verschiedene. Weiß ich, von allem mal was. Hier so ein Scherenschnitt irgendwie. Was nehmen wir denn? Boah, so viel Auswahl. Nehmen wir, ist ja auch egal. Nehmen wir jetzt einfach mal diese Seite. So, da haben wir einen Scherenschnitt. Dann nehmen wir
Ist ja auch egal, hier so irgendwas. Nehmen wir diese Seite. Okay. Drei. Vielleicht noch mal sowas. Okay, also Wahnsinn, das Buch. Jetzt kann ich hier natürlich schon mal anfangen, so eine Dinger als Fokuspunkt irgendwie zu nehmen. Unverhofft kommt oft. Dieses hier, würde ich fast sagen, kann man irgendwie so als Umschlag machen. Dann kann man ja dann quasi trotzdem lesen, was es hier oben, dieses könnte man so als Klappe nehmen, das kann man auch noch dekorieren. Machen wir schon mal. Gar nicht lang fackeln. Machen wir jetzt einen Umschlag draus. Von der Seite, das schneide ich mal ab. Dann, also wichtig ist, dass man hier ein bisschen, also so viel hätte ich jetzt nicht lassen müssen, aber dass man hier ein bisschen Überstand lässt. Hier in der Mitte mache ich nochmal so einen Eingriff, einen Kreisstanze, also so einen Halbkreis. Und oben diese Klappe, die kriegt noch abgerundete Ecken. Dann kleben wir jetzt hier unten die Seiten zu. Das ist so Tacky Glue, den habe ich abgefüllt in so eine kleine Düse. Klappen wir das hoch. Ja gut, machen wir erstmal so. Das knicke ich hier auch noch so ein bisschen nach innen und mache hier die Linie, färbe die Linie auch noch ein bisschen ein. So, und hier komme ich jetzt nicht mehr so richtig ran. Das hätte ich jetzt vorher machen sollen. Ah, nee. Okay, hier vorne, da kommt noch Deko drauf. Und da können wir eigentlich sogar auch schon was hiervon nehmen. Den zum Beispiel, hier zum Beispiel. Reiße ich einfach mal aus. Gut, dann nehmen wir noch ein bisschen so ein Label dazu, so ein Etikett. So. Und noch so ein kleines dazu, das können wir hier so schräg noch mit drauf kleben. Und auf alle Fälle hätte ich auch gerne noch eine Blume. Also ich hätte gerne lieber irgendwie was Längeres. Also das hier kommt weg, das nehme ich für was anderes. Und dann gucken wir mal, ob ich hier nicht irgendwas habe, was auch nicht so wuchtig ist, weil ich finde, dieses hier ist ja so zart, das ist ja wie so eine Lithografie, ne? Das ist so ein Druck quasi. Und wenn ich da jetzt so ein wuchtiges schwarzes Scherenschnittding draufklebe, also das passt in meinen Augen nicht so. Dann gucken wir mal, ob wir was Längeres, also was Breiteres haben. Was ein bisschen zarter ist. Hier, die sind ja zum Beispiel auch lustig, ne? Der Krähwinkler Landsturm. Ich glaube, sowas nehme ich mal. Das stelle ich mir auch witzig vor, wenn diese Männchen hier alle so stehen. So. Okay.
passen auch super hin. Dann reiße ich die mal aus. Die sind doch schon mal total witzig, oder? Also es ist zwar letztendlich irgendwas Militärisches, aber das ist ja, das sieht man ja hier schon, dermaßen persifliert. Ne? Das ist ja so ins Lächerliche gezogen. Da scheue ich mich nicht, das jetzt zu nehmen. So. Jetzt könnte man hier auch noch ein bisschen Borte draufkleben oder hier an die Seite. Ne, könnte man noch weiter gestalten. Aber so, ich finde, das könnte man so schon nehmen. Ne? Und das so in einem Journal drin und hier vielleicht irgendwie noch ein paar Beigaben dazu. Ne? Sachen, die man mit verarbeiten kann. Jo. So, dann haben wir ja noch das hier von eben. Damit könnte man schön einen Tag gestalten. So. Gucken wir mal. Dann habe ich hier noch so einen Teil vorbereitete Tags. Die hatte ich mal in dem Video gemacht. Tags für 0 Euro. So, da kann ich ja auch schön was von nehmen. Das jetzt einfach weiter gestalten. Schauen wir mal, wo es gut passt. Hier zum Beispiel. So. Natürlich das Dressen. So. Das ist natürlich noch ein bisschen kahl. Dann nehmen wir hier noch so ein bisschen Spitze, auf alle Fälle hier oben für so einen Griff. Ich klebe den so ein bisschen an und tacker den noch mal fest. Okay. Und Tackernadeln über Kreuz finde ich immer sehr hübsch. So, und dann jetzt überlege ich, ob ich das hier hin mache oder hier unten, ja. Dann habe ich hier noch so ein paar Stanzteile. Okay, fertig. Ich nehme das gleich noch zu meiner Nähmaschine und nähe hier mit schwarzem Garn noch drumrum. Und das gleiche mache ich bei diesem hier auch. Ich überlege auch, ob ich hier noch so ein Band drumrum wurschtel. Ich glaube, das mache ich auch. Dann gucke ich mal, habe ich hier vielleicht noch so was ganz Kleines, was ich als Kreisausstanzer nehmen könnte. Ich glaube, so was ganz Kleines habe ich nicht. Ich könnte nur zum Beispiel hier unten mal so eine Zahl ausstanzen. Hier so. Das machen wir mal. Ja, ich klebe es erst auf ein Stück Pappe. Dann brauche ich nämlich nur einmal auszustanzen. Wenn ich jetzt erst den Kreis ausstanze und es dann auf Pappe klebe, dann muss ich ja noch mal drumherum dann muss ich den Kreis ja noch mal ausstanzen. So, das kommt hier so hin. Und dann kommt hier so eine kleine Versandtaschenklammer durch. So. Dann binde ich hier noch ein Band durch.
Doppelknoten. So. Mache hier sicherheitshalber noch einen Knoten, damit sich das Band hier unten nicht aufribbelt. So. Und habe hier eine große geräumige Tasche. Dann habe ich hier so vorgefertigte Blöckchen aus irgendwelchen Restpapieren. Da kann ich auch schön einfach so ein bisschen Deko oben drauf kleben. Gucken wir mal, was wir hier Schönes haben. Also hier bräuchten wir was Langes, Schmales. Den zum Beispiel. Der ist toll. Zwei mal 7 ist 14. Den Kamm habe ich als Zier stehen. Ah, 14 Zier stehen. Haha. Und natürlich das Dressen. Hier unten mache ich auch noch ein bisschen von der Borte hin. Wobei die ist mir zu groß. Ja. Okay. Dann haben wir hier noch den breiten Block und hier können wir ein richtig großes raufkleben. Dann nehme ich den hier. Und Borte dran? Nee. Aber hier oben mache ich Borte dran. Okay. Hier nehmen wir mal eins von denen. Die haben so ein schönes Format. Okay. Hier mache ich keine Borte ran, weil mir das da oben sehr gut gefällt. Und hier unten passt das irgendwie nicht. So, 3 verschiedene Blöcke. Okay, machen wir noch mal ein Cluster. Hier ist meine Dose mit neutralen Schnipseln. Weiß nicht, gucken wir mal. So. Und dann brauchen wir noch ein Bildchen mit Gravum, das heraussticht, also eher so einen von den Scherenschnitten. Den finde ich auch total süß. Den hier. Vergnügt
sobald die Schule ist aus, geht man trotz Sturm und Schnee nach Haus. Okay, so ungefähr. Und dann können wir noch ein bisschen was abreißen. Erstmal das Dressen. Okay. Muss noch was ab. Hier vielleicht ein bisschen. So. Ein Cluster. Also hier fehlt mir noch was. Eine Kleinigkeit muss ja irgendwie noch rauf. Gucken wir mal. Vielleicht auch noch so ein ganz kleines Label. Ja. Oder zumindest ein Knopf. So ein kleines schwarzes Knöpfchen. So, ich habe mal 3 Knöpfchen geholt. Also man soll die Schrift ja noch lesen können. Das heißt, die müssen irgendwie da drunter und hier oben noch so einer. Gefällt mir gut. So. Dann umnähe ich die beiden Dinger hier mal. So, das sind jetzt erstmal die Endergebnisse. Also ihr habt gesehen, da kann man natürlich auch noch Journaling-Karten und Bellybänder und alles Mögliche mit verzieren. Ne? Aber ich denke, das System ist klar geworden. Also hier ist nochmal der Umschlag. Ne? Den kann man so aufmachen. Da kann man dann jede Menge reinpacken. Hier kann man auch noch was draufkleben, wenn man möchte. So, dann haben wir hier 3 so eine Blöcke, ne, in verschiedenen Maßen und Formaten. Dann haben wir hier einen Tag und ein Cluster. Und dann habe ich ja einmal hier diese ganzen Seiten noch über, die ich schon rausgerissen hatte, und natürlich noch das komplette Buch. Also absolute Empfehlung. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.